Herr Dennis, kurze Thematik. Wir haben gerade deinen sehr, sehr spannenden Vortrag gehört, den ich wirklich sehr, 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 sehr inspirierend fand. Ich habe ja dann nachher nochmal eine Dankeschön. kritische Frage Ja, gestellt. Ne? auch eine wichtige Frage, Ähm, würde ich sagen. genau, also vielleicht, also wir haben noch ein paar Fragen vorbereitet und ich komme nochmal zum Schluss mit meinem Thema Ja, rein, was mich gerne. eigentlich total interessiert. Ach, nein, da gehe ich nicht von aus. Also wir haben jetzt in den letzten Jahren so viel eben Outsourcing betrieben, auch in die Cloud, dass wir jetzt nicht sagen können, die Unternehmen können eins zu eins wechseln. Das ist, glaube ich, an der Stelle illusorisch, aber es wird der Druck kommen, zu wechseln. Das heißt, also, wir können sagen, perspektivisch wird On-Premise eine deutlich größere Rolle spielen. Und vor allen Dingen auch die Frage, wo die Cloud gehostet wird, wenn ich zumindest noch in der Cloud drin bleibe, weil es zwar auch verlangt, dass eben die digitale Lieferkette abgesichert wird und oft ist es eben so, wenn ich mich externer Drittdienstleister bediene, fällt es mir sehr, sehr schwer, eben nachprüfen zu können, ob die überhaupt die angemessenen Cybersicherheitsanforderungen erfüllen. Das heißt, es wird bei den Unternehmen auf den Schirm gebracht, aber On-Premise wird, glaube ich, erstmal nicht eins zu eins zurückkommen, sondern wir werden erstmal über souveräne Clouds sprechen. Aber haben wir dieses Thema Riesen-Hyperscaler und was werden wir haben? Ne? Also Ja, wir werden ja darüber diskutieren müssen, dass wir vielleicht eine europäische Cloud haben ja. oder eine deutsche Cloud Also haben. wir haben ja schon eigentlich längere Versuche gehabt mit Gaia X, das ist ja schon aus dem letzten Ja, Jahrzehnt ja. zurückgehen, was eigentlich, muss man ehrlicherweise sagen, gescheitert ist mittlerweile. Aber wir werden eben sehen, dass wir auch gerade jetzt mit den Entwicklungen, die sich durch die neue US-Präsidentschaft ergeben haben, die ja erst wenige Wochen alt ist, also es kommt einem schon so vor, gerade im Technologiebereich, als ob sie ja schon mehrere Jahre da sind, dass eben auch die USA in diesem Bereich nicht unbedingt ein verlässlicher Partner sind. Und man sieht das auch ganz gut, beispielsweise bei Themen wie der Microsoft-Datengrenze. Das klingt ja erstmal ganz gut, dass eben die Daten irgendwo vor Ort bleiben und die Grenze eben geschützt ist. Aber letztlich hat Microsoft nur eine begrenzte Kontrolle über diese Datengrenze aufgrund eben dieses Cloud Acts, den du ja auch schon angesprochen hattest. Und andererseits auch deswegen, weil eben auch erwartet wird, dass Daten weltweit verfügbar sind. Das heißt, dass sie auch zwischen unterschiedlichen Microsoft-Rechenzentren an verschiedenen Standorten global hin und her gespielt werden. Aber das klingt ja jetzt so, als wenn wir wirklich jetzt gerade noch in der Lage sind, selbst noch zu bewerten, welche Daten für mich halt wichtig sind. Ja. Die sollte ich vielleicht in-house behalten. Ja. Die sollten vielleicht da bleiben. Ja. Und welche Daten eher verarbeitet werden können. Und dann muss ich mir natürlich mit den Folgen oder den Folgen bewusst sein, was daraus passieren könnte. Gerade du hast die Lieferketten angesprochen. Wir wissen gar nicht, was teilweise die Lieferanten da als Wichtel machen. Das ist halt ein Thema. Finde ich total, total interessant, weil ich finde aus der Erfahrung jetzt wird sehr, 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 sehr tief gestapelt. Ja. Es geht sehr, sehr in Richtung Hyperscaler und das finde ich halt ja, also bedenklich. Die Hyperscaler haben natürlich eine enorme Marktmacht, die haben auch eine enorme Lobbymacht. Das darf man an der Stelle wirklich nicht vergessen. Und wir haben uns einfach auch jahrelang auf Hyperscaler verlassen. Und vieles wird ja über die Hyperscaler, über Software as a Service ausgespielt. Und das macht es natürlich auch einfach, in die Cloud zu gehen, einfach entsprechende Abhängigkeiten zu schaffen, aufzubauen. Und wir werden in Zukunft deutlich stärker risikoorientiert arbeiten müssen. Das hattest du ja so ein bisschen auch schon angesprochen, dass wir uns überlegen müssen, wenn wir wirklich essentielle, kritische, Mission-Critical Assets im Unternehmen haben, dann ist es eigentlich mittlerweile nicht mehr zumutbar zu sagen, die lagern wir zum Beispiel irgendeine Art von Azure Cloud oder von einem anderen Betreiber aus, sondern die müssen wir vielleicht wirklich on-premise hosten oder zumindest eben auf lokale Cloud-Anbieter, also nicht nur US-Unternehmen, sondern lokale Cloud-Anbieter an der Stelle zurückgreifen, solange eben US-Anbieter auch nicht in der Lage sind zu sagen, wir können die Datensicherheit, so wie es nach europäischen Grundsätzen, also NIS 2 zum Beispiel oder auch der Datenschutzgrundverordnung gefordert ist. Aber wobei ich mir ja die Frage stelle, wenn ich jetzt schon Software as a Service betreibe, darauf mein ganzes Unternehmen ausrichte, wie komme ich zurück? Weil das ist ja ein großes Thema. Also ich miete ja einen Service. Ne? Ja. Also es ist ja nicht mehr so, dass ich meine VM installiere und da was drin mache, sondern ich miete einen Service und ich gebe mich dann doch schon in gewisse Grenzen und Abhängigkeiten. Siehst du das als kritisch an? Ja, das sehe ich definitiv als kritisch an. Also es wird so sein, dass Unternehmen dann iterativen Wechsel wagen müssen. Also wenn ich on-premise hoste, brauche ich auf jeden Fall auch eigenes IT-Know-how, was oftmals ja auch dann abhanden gekommen ist, was nicht gezielt nicht aufgebaut wurde, weil man eben auch gesagt hat, und das sind nicht nur Anwender, das sind auch Softwareunternehmen selbst, die dann beispielsweise ihre Produkte einfach an die Cloud stellen und irgendwo anders auf anderen Servern laufen lassen. Und diese Erkenntnis, ich glaube, die reift bei den Unternehmen und auch bei den Betroffenen so langsam, dass sie sagen, naja, Cloud
ist letzten Endes doch nichts anderes als der Computer von jemand anderem. Das hat man vorher einfach ignoriert, weil man gesagt hat, das ist ja sowieso sicher. Also ich habe jetzt nichts davon gehört und die werden schon das Ganze nach ihren Standards ausgestalten. Aber es hat sich einfach viel geändert in den letzten Jahren. Natürlich die Cyberbedrohungslage, die Vernetzung, aber auch diese globalpolitische Situation. Und das führt dazu, dass so und nach bei den Unternehmen jetzt das Umdenken angelangt, dass man sagt, wir müssen einfach gucken, was Cybersicherheit bedeutet. Das bedeutet nicht nur, dass ich in meinem Betrieb irgendwelche abstrakten technisch-organisatorischen Maßnahmen umsetze, sondern dass ich das Unternehmen eben ganzheitlich digital resilient auch zukunftsträchtig aufstelle. Und das bedeutet an der Stelle auch die Frage, wo hoste ich eigentlich meine Daten und wie viel eigenes IT-Know-how hole ich mir originär wieder in meinen eigenen Betrieb zurück. Und dann stellt sich für mich die Frage mit den ersten Thematiken mit KI on-premise, was ich ein sehr, sehr spannendes Thema finde. Ich habe mir da auch nur tiefgreifende Gedanken drüber gemacht. Es macht halt Sinn. Man wird nicht die gleiche Power haben wie in einem riesen Hyperscaler, aber für gewisse Anwendungsmöglichkeiten, vielleicht zu Fragen, die Modelle selbst anzureichern, intern mit eigenen Servern, die natürlich Anschaffung wert sind, aber ich kann meine Daten behalten. Ja, also ich finde das schon ein sehr, 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 sehr interessantes Thema. Hast du da Erfahrung, dass da irgendwas mit gerade... Also ja, durchaus. Also man sagt ja immer so schön, Daten sind das Gold des 21. Jahrhunderts. Das ist mittlerweile so ein bisschen abgedroschen, aber trotzdem ist es nach wie vor hochaktuell. Also man überlegt jetzt ja beispielsweise, die Bundesdatenschutzbeauftragte umzubenennen in so eine Art Bundesdatennutzungsbeauftragte. Und diese Richtung werden wir immer stärker sehen. Es ist noch politisch gewollt, an der Stelle Datensilos aufzubrechen, Daten noch stärker nutzbar zu machen, als in der Vergangenheit der Fall gewesen. Und Unternehmen sitzen auf Daten, aber andererseits sind Daten natürlich auch sehr viel wert. Und was in der Vergangenheit gemacht wurde, ist, dass sie einfach Daten einfach bedenkenlos rausgegeben haben. Das wird in Teilen ja immer noch gemacht, aber das wird sich in Zukunft ändern, weil einfach Daten ein erhebliches Wirtschaftsgut abbilden. Und gerade wenn wir an das Thema AI denken, Trainingsdaten, das sind Daten, die extrem viel wert sind. Und auch da wird man sich umorientieren müssen. Da wird man auch nicht sagen können, wir machen jetzt einfach AI-Nutzung als Software as a Service direkt irgendwie aus der Cloud heraus. Da gibt es ja verschiedene Anbieter. Einige hatte ich jetzt ja auch schon genannt. Ja. Und da wird man einfach auch in Zukunft ein anderes Verständnis haben müssen, weil Daten sind der Kernwert vieler Unternehmen. Und dieses Verständnis, glaube ich, das reicht jetzt immer mehr auch mit dieser Datennutzungsgesetzgebung, die wir zurzeit erleben. Ich bin total gespannt, was da so auf uns zukommt. Ich denke, der On-Premise-Markt, der so ein bisschen vernachlässigt wurde, nenne ich einfach mal, wird wieder so ein bisschen aufleben. Ich denke auch, dass das Thema Hybrid-Cloud, also so ein bisschen abwägungsmäßig, was gebe ich raus, was behalte ich, kriegt wieder einen größeren Stellenwert. Ja. Und es gibt halt tolle Lösungen einfach. Ja. Also definitiv wird sich das in Zukunft auch nochmal ändern. Wo man eben bedenkenloses Outsourcing betrieben hat in den letzten Jahren, muss man jetzt einfach sehen, dass man das risikoabhängig wieder zurückholt, die IT. Und wie ich auch eingangs gesagt hatte, On-Premise kann da eine Lösung sein und die andere Lösung eben, dass man souveräne Clouds in anderen Teilbereichen einsetzt. Okay.